Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir Radbot und wir spielen heute Brotato. Mal was Entspanntes, wir spielen einfach in Normalo. Ja, weiß ich was ich auf was. Nehmen wir eine Schleuder. Höchste Schwierigkeitsstufe, ab geht die Luzi. Ja, was ist Brotato? Wir sind eine Kartoffel und schießen und schlagen mit verschiedenen Waffen auf diese Alien-Bohnen, Shrimps, was auch immer. Diese grünen Dinger geben uns EP, das heißt, wir können Level aufsteigen. Damit bezahlen wir jetzt auch gleich im Shop. Wir kriegen hier einen Shop, wo wir verschiedene Waffen und Items finden können. Die Panikwurst, wir haben eine Chance, Brand auszulösen. Wir haben hier einen Berg an Stats. Das rote hier zum Beispiel ist Elementarschaden, da gehen wir gerade überhaupt nicht drauf. Das ist alles nichts für uns. Wir nehmen eine zusätzliche Schleuder. Wir nehmen das liebe Alien. Wir können maximal 10 Stück davon haben. Die geben uns HP, Schaden und mehr Gegner. Dann locken wir hier die Schleuder. Die Schleuder macht Schaden in Abhängigkeit von überraschenderweise unserem Fernkampfschaden. Primitiv, das heißt, es gibt uns mehr Max HP, je mehr wir von den Schleudern, also von primitiven Waffen haben. Und die hat automatisch einen Abpraller. Das sehen wir da. Wir treffen den Gegner und dann trifft es einen weiteren Gegner. Ja, was ist das Coole an Brodato? Das Spiel dreht später halt völlig ab. Es gibt Atomraketenwerfer, es gibt allen möglichen Kladderadatsch, man kann Türme haben. Und es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Klassen, die zum Teil das Spiel nochmal völlig ändern. Beispielsweise gibt es eine Klasse, die nur Nahkampfwaffen haben kann oder nur Fernkampfwaffen oder die kann Items nicht sperren oder. Es gibt ganz viele verschiedene Rotatos. Wir spielen, wie gesagt, den Normalo, der ist halt normal. Da gibt es nicht so viele Kram. Ja, und mit steigender Schwierigkeitsstufe natürlich, oder mit steigender Welle, es geht bis zu 20 Wellen. Da kommt der Endboss. Oder in unserem Fall die Endbosse. Steigender Stufe wird natürlich auch jedes Mal die Map ein bisschen schwieriger. Da ist ein Beute-Alien, das kriegen wir wohl nicht mehr kaputt. Das lässt eine Truhe fallen, in der ein Item drin ist. Das wäre sehr gut gewesen. Wir nehmen den Fernkampfschaden mit. Das nehmen wir mit. Wir pfeifen auf 2% Schaden, dafür kriegen wir mehr Prozentschaden. Ihr seht auch hier, es gibt Level verschiedene von den Items. Das ist jetzt blau und einzigartig, deswegen wollen wir das haben. Es gibt Technik und jedes Mal, wenn wir einen Baum töten, Bäume haben wir ja auch schon gesehen, kriegen wir ein kleines Geschütz. Wir nehmen hier die Schleuder mit, aber das nehmen wir auch. Und die Schleuderstufe 2 locken wir ebenfalls. So weit, so gut. Es gab vor einer Weile mal ein Update, also ein DLC, ein richtiges zu Brotato. Ich glaube, das ist auch ein Ein-Mann-Entwickler, mit der diese Map gekommen ist, die ich vorher noch nie gespielt habe. Deswegen mal gucken, was uns hier erwartet. Die machen Fluch, die Typen mit dem lila Kristall. Fluch ist, wir haben die Chance, verfluchte Items zu finden. Die sind halt besser als die Standard-Items. Aber die Gegner haben ebenfalls die Chance, verflucht zu sein. Und dann, wenn die Gegner verflucht sind, dann halten die halt doppelt so viel aus oder noch mehr. Halten sie auf jeden Fall eine ganze Menge aus. Und wenn Max hat den ja eigentlich nicht. Wir nehmen nochmal mehr Attack Speed. Das brauchen wir alles nicht. 2 normale Waffen kann man upgraden zusammen zu einer Stufe besser. Wir haben jetzt eine Stufe 2 Schleuder. Den wollen wir nicht töten. Noch nicht. Wir haben ja eine Stufe 2 Schleuder und wenn wir jetzt 2 Stufe 1 Schleuder miteinander kombinieren, hätten wir eine weitere Stufe 2 Schleuder. So simpel ist das Ganze. Jo.
Der Gegner war gerade rot umrandet, das heißt, der wurde von irgendetwas gebufft. Der ist lila umrandet, das heißt, der ist verflucht. Ah, die Bäume können auch Kisten droppen, wenn man Glück hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Stat-Glück. Spiegel wäre natürlich gut. Dupliziert das nächste Item, was wir kaufen. Wir kombinieren das mal, kombinieren das und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas finden, was wir duplizieren wollen. Ja, genau. Und Rotato kann man, das habe ich jetzt eine Weile immer mal wieder so zwischendurch, weil die Runden dauern meist nicht so lange. Je nachdem, wie lange man überlebt, aber in der Regel dauern sie nicht so lange. 20 Minuten oder so vielleicht. Kann man immer schön nebenher machen. Im Homeoffice sitzt zwischen 2 Meetings oder so. Wobei ich natürlich hier niemandem empfehlen möchte, Arbeitszeitbetrug oder solche Scherze zu machen. Das machen wir hier nicht. Apropos Arbeitszeitbetrug, ich werde ab August einen neuen Job starten. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das dann hier weitermachen. Dann werde ich natürlich ein bisschen weniger Zeit haben zum Aufnehmen. Ein neuer Job, da muss man dann halt auch ein bisschen Präsenz zeigen. Ja, der ist gut. Wir haben weniger Schaden, dafür die Chance. Wir kriegen weniger Gewinn. Also der Metalldetektor gibt uns die Chance, dass ein Material, das wir aufsammeln, doppelten Wert hat. Dafür haben wir halt ein bisschen weniger. Und es gibt ein bisschen Technik, dafür haben wir ein bisschen weniger Schaden. Das ist ein okayer Deal, würde ich sagen. Wir klüppeln hier auch ganz gut durch. 16 Schaden ist jetzt noch nicht die Welt, aber immerhin. Unsere Schleuder springt hier immer hin und her. Besonders gut, wenn irgendwo auf der Map Bäume spawnen, weil wir die jetzt durch das Holzfällerhemd, das wir gerade gekauft haben, instant kaputt machen und die droppen dann einen Geschützturm. Die Geschütztürme sind jetzt wirklich nicht gut, weil wir überhaupt nicht auf Technik gehen, das würde die anbuffen. Aber besser haben als brauchen, ne? Alles zusätzlicher Schaden und zusätzlicher Schaden ist immer erstmal gut. Wir nehmen Glück. Lila. Wir nehmen 3 Fernkampfschaden natürlich. Wir nehmen das für Ernte. Ernte gibt uns am Ende einer Runde zusätzliches Geld und zusätzliche EP. Das wollen wir alles nicht. Explosionsschaden ist auch nicht so. Okay, den Atomraketenwerfer wollen wir auf jeden Fall. Das wollen wir auch. Plusschaden. Das gibt uns einen Fluch, aber greif drauf. So, ein Atomraketenwerfer ist so mit einer der stärksten Waffen, die man haben kann. Das heißt, wir müssen jetzt 200 Materialien ansparen. Und dann machen wir Bang. Wir spielen auf Schwierigkeitsstufe 5. Die muss man, wenn man jetzt das Spiel neu anfängt, muss man die erstmal freischalten, aber ich empfehle da eigentlich immer mitzuspielen. Das macht das Spiel deutlich spannender. Außerdem gibt es Schwierigkeitsstufe 3 erst Zwischenbosse und so weiter und so fort. Also es gibt ein paar Inhalte, die erst durch die Schwierigkeitsstufe freigeschaltet werden. Deswegen macht das durchaus Sinn. Und ja, wir spielen hier gerade, wie gesagt, den Normalo. Es gibt, ich habe keine Ahnung, 40 oder so Rotatos insgesamt. Minus Fernkampfschaden natürlich Quatsch. So, der macht 68 Schaden, 100% Elementar und 100% Fernkampfschaden. Relativ hohe Abklingzeit. Die Projektile explodieren beim Auftreffen. Fernkampfschadentechnik können wir mal mitnehmen. Bumm. Und da sind sie alle weg. Jetzt müssen wir noch an unserem Damage schrauben. Und dann geht das hier schon ganz gut ab. Gut ist an Brotato, wenn man zum Beispiel eine Waffe hat, die schwer und explosiv ist, wie der Atomraketenwerfer, dann erhöht das Spiel automatisch die Wahrscheinlichkeit, auch weitere Waffen mit diesem Tag, also schwer und explosiv, zu finden.
Da kommt das Spiel einem ein bisschen entgegen, dass man nicht stundenlang nach nach einer bestimmten Waffe suchen muss. Klappt auch meistens gut. Es gibt ein, zwei Fälle von Potatoes, wo das in Kartoffeln, wo man tatsächlich auf einen bestimmten Waffentyp mehr oder weniger beschränkt ist und dann ist es halt schwierig, den zu finden. Da muss man halt ein bisschen lucky sein, ein bisschen Glück haben. Dann geht das auch. Es spawnen mehr Bäume, nehmen wir immer. Crits wollen wir natürlich auch haben. 8% mehr Schaden wollen wir aber auch haben. Ausweichen wollen wir auch haben. Das nehmen wir, das nehmen wir. Schaden gegen 10 mehr Leben. Wollen wir alles nicht. Den nehmen wir, den nehmen wir, den nehmen wir. Ist auch okay, weil der Atomraketenwerfer Elementarschaden macht. Das heißt, alles, was davon getroffen wird, kriegt noch 3 Sekunden lang extra Schaden. Dieses lila Ding das ist dieser Fluch, von dem ich gesprochen habe. Dann werden die Gegner halt extra beefy. Die ein bisschen schwerer zu töten. Ja, ansonsten läuft es echt gut. Ich habe übrigens Stand jetzt. Ich nehme das Video hier gerade auf dem Mittwoch auf. Habe ich meinen 20. Abonnenten. Das heißt, ich könnte jetzt Drachenlord-mäßig mit Autogrammkarten anfangen. Mache ich natürlich nicht. Aber ich könnte. Ja, vielen Dank schon mal für die Follows. Generell für alles Mögliche. Es ist echt cool, so einen Kanal wachsen zu sehen. Auch wenn es, naja, am Anfang halt ein bisschen langsamer geht. Aber ich denke, das ist normal und in erster Linie macht mir das Spaß, diese Videos aufzunehmen. Ich glaube, das ist deutlich wichtiger als alles andere. Wir haben hier noch so eine lila Schleuder, die wollen wir auch haben. Hier, der ist verflucht. Der hat jetzt extra Stats oder sowas. Ganz genau weiß ich es jetzt nicht, was bei dem Speziellen jetzt besser ist. Wir nehmen hier nochmal Ernte mit. Perle ist immer gut. Man kann 20 Stück haben, bringt plus 1% Schaden pro 10 Glück. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr Glück. Reichweite ist bei uns echt schlecht. Der Metalldetektor gibt auch noch Glück. Das heißt, wir wollen mehr Metalldetektoren. Unser Glückwert, der ist noch ein bisschen niedrig. Da gibt es auch Potatoes, die quasi keine Waffen haben können, oder einen Potato, der keine Waffen haben kann, aber dafür mit Glück Schaden macht. Der macht auch extrem viel Spaß. Diese Haie sind, wenn sie verflucht sind, ganz schön tanky. Und wir haben auch nur 41 Lebenspunkte. Ich könnte mir vorstellen, dass der uns one-hittet, um ehrlich zu sein. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es fast. Es wird jetzt auch ein bisschen eng, also wir brauchen mehr Attack Speed auf jeden Fall schon mal. Wir brauchen mehr Attack Speed und vielleicht noch ein Atomraketenwerferchen, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Ist es wahrscheinlich, aber trotzdem. Max HP, ja gut. XP-Gewinn nehmen wir auch mit. Technik und Crit-Chance nehmen wir auch mit. Fernkampfschaden. 112% Schaden. Wir nehmen mal den Fernkampfschaden. Mehr Chance auf Beute-Aliens. Okay. Technik pro Elementarschaden. Angriffstempo. Und unsere Konstruktionen haben mehr Angriff. Können wir auch mal mitnehmen. Nehmen wir das mit? Wir haben 14 Technik. Achso, es geht wir kriegen Technik für Elementarschaden. Okay. Ja, Elementarschaden wollen wir natürlich mit dem Atomraketenwerfer im Grunde auch haben. Gerade gesehen, Welle 12 wurde uns unten angezeigt, ist eine Horde-Welle. Das heißt, hier kriegen wir jetzt einen Haufen Gegner. Es gibt es gibt 3 Wellen pro Runde, die irgendwas Besonderes sind. Also entweder Horde oder Miniboss. In dem Fall haben wir eine Horde, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, 2 Minibosse. Die Minibosse sind natürlich extrem oder können extrem gut sein. Ihr seht schon, wir kommen hier langsam echt in Bedrängnis.
auf mehr Attack Speed und mehr Damage und ja, dann läuft das auch schon wieder. Also eigentlich wie in jedem Spiel. Attack Speed und Damage. Und mehr Atomraketenwerfer. Ich habe das Gefühl, dass der Sound von dem Raketenwerfer verbuggt ist, oder? Macht ihr nur so Tok, Tok? Hm. Ja, nehmen wir mal mit. Sammelreichweite gut. Schaden pro Tempo gut. Elementarschaden gut. Das nehmen wir mit. Dann nehmen wir jetzt auch das Büchlein mit. Nahkampfschaden ist egal. Explosionsschaden ist natürlich sehr gut. Fernkampfschaden, Elementarschaden weniger. Hm. Nicht so, dass wir groß Technik bräuchten. Wir haben auch -2 Rüstung, also man will so 10 Rüstung will man eigentlich haben. 10 Rüstung ist gleich -50% Schaden, danach nimmt die Effektivität von Rüstung halt ab. Aber 10 Rüstung ist ein guter Zwischenwert. Wir haben -2. Ja, noch ein bisschen von entfernt. Die Runde läuft jetzt einigermaßen sahniger. Jetzt kommen hier diese Hammerhaie. Ich will von denen echt nicht getroffen werden. Ich glaube, die machen Aua. Und wir haben einen Stromgenerator, das heißt, wir wollen auch Movement Speed. Weil der Movement Speed in Schaden umrechnet. Also pro Tempo, was Movement Speed ist, kriegen wir mehr Schaden. Angelhaken. Chance, Items zu verfluchen. Elementarschaden, nee, 3 Rüstung, wir brauchen Rüstung. Weniger Glück, mehr XP. Wir können einmal umsonst neu würfeln mit dem Hasen. Waffenschaden skaliert mit Elementarschaden. Deswegen ist ein rotes Legendär. Die höchste Seltenheitsstufe. Aber das Item war halt Crap. Ihr seht hier, Runde 14 und Runde 17 sind Bosse. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Boss. Bin mal gespannt. Ah, das könnte es jetzt auch gleich gewesen sein, ehrlich gesagt. Die Minibosse haben auch verschiedene Modi. Aber wenn er halbe HP hat nur noch, dann macht er irgendwelche anderen diesen Sachen. So geht's ja noch einigermaßen. Er darf jetzt allerdings auch nicht schneller werden. Wird er aber. Ja, aber ich muss sagen, der ist noch human. Da gibt es auch schlimmere Bosse. Das sage ich jetzt so und gleich hat er mich. Ah, er macht mir 27 Schaden, also hätte mich nicht so mich zweimal treffen müssen, wäre ich tot gewesen. Oh, okay. Eine Perle. -1 Rüstung wollen wir eigentlich nicht. Plus 30% Schaden wollen wir schon. %12 Schaden ist auch immer gut. Tentakel, Crit-Chance, Chance von 1 PC, Chance von 30% 1 HP zu heilen, wenn du einen Gegner mit einem kritischen Treffer tötest. Wir haben eine Crit-Chance von nicht so hoch, aber das nehmen wir auch mal mit. Kernglas neu würfeln ist günstiger. Macht Crit-Chance runter, aber gibt uns eine Rüstung und Tempo. Schatzkarte. 30 Glück, 10% Glück, Glück wollen wir. Schatzkarte macht Kisten, oder gibt uns eine Chance, dass in Kisten 2 Items drin sind.
Überraschenderweise will man 2 Items haben. Im schlimmsten Fall kann man Items verkaufen, kriegt extra Materialien. Im besten Fall das super Items, die man gebrauchen kann. In Kisten können keine Waffen sein, sondern halt nur Items. Oh, jetzt kommen jetzt tausende von diesen Viechern. Auch von diesen Fluchmonstern. Aber gut, da jetzt darauf zu achten, dass wir nicht zu viel Fluch ansammeln. Der Flug ist, glaube ich, abgefahren. Wir haben jetzt auch die schwarze Fahne, das heißt, wir kriegen extra Materialien, wenn wir Aliens töten, die verflucht sind. Deswegen wir vielleicht doch mehr auf Fluch gehen sollten. Allerdings müssen wir die Gegner auch töten. Und naja, es geht, sage ich mal. Und so halb gut darin. Reichweite brauchen wir nun eigentlich echt nicht. Elementarschaden, okay, der wurde verflucht. Der bringt plus 2, normalerweise plus 10% Glück, minus 2% Schaden. Jetzt gibt er 20 Glück und minus 1%. Die nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Würfelbecher hat eine 50% Chance, uns plus einen Schaden zu geben, jedes Mal, wenn wir auf Neuwürfeln drücken. Und eine 10% Chance, dass wir einen Max-HP verlieren. Was schlecht ist, aber die 1% Chance, die 50% Chance für 1% mehr Schaden, das kann sich schon mal läppern. Was das jetzt für Geister sind? Auf jeden Fall schnell. Aber die Gegner werden jetzt langsam auch echt tough. Also wir müssen auf jeden Fall an der Damage-Schraube nochmal ein bisschen drehen. Diese Seehunde, der Station da ist, glaube ich, so ein Ei. Ah, nochmal einen Fluch mehr eingesammelt, auch nicht schlecht. Jemand 23 Schaden. Die Walrösser ungebufft. Okay, der macht Schaden in Abhängigkeit des Glücks. Explosivgeschütz. Macht natürlich Schaden in Abhängigkeit unseres Technikwerts, der jetzt nicht so wahnsinnig hoch ist. Okay, wir haben einen Lebenspunkt verloren. Wir haben einen Lebenspunkt verloren und einmal einen Schadenspunkt bekommen. Keine Ahnung, was die Spinne macht. Schaden. Da hat hier jetzt unser Explosivgeschütz. Okay, den haben wir auch gekillt. Der war schon ein bisschen gefährlicher, aber jetzt auch nicht der allerschlimmste Miniboss. Aber war schon auch nicht gut. Nicht schlecht. Also wir haben den ganz gut weggekriegt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach ja, am Ende einer Runde verlieren wir eine Rüstung. Dafür kriegen wir Schaden und Dings. Das können wir nehmen, weil wir Novelle 20 spielen. Nehmen wir das Geschütz. Das brauchen wir nicht. Angriffstempo. Nehmen wir. Das ist einzigartig, dann ist es weg. Den nehmen wir auf jeden Fall. Mehr Tempo. Rüstung und Dings. Glück. Schaden. Lebensraub ist natürlich mit denen auch gut, weil jeder Treffer die Chance hat, also das bedeutet, ich habe 6% Chance, dass ein Treffer von mir einen Lebenspunkt regeneriert. Und da ich mit den ganzen Schleudern so viel Abpraller mache, machen wir viele Treffer. Das heißt, wir wollen Lebensraub, also wir wollen auch Lebensraub. Ich glaube,
Aua. Die Türme zählen da aber nicht mit rein. Ich glaube, die lösen keinen Lebensraub aus. So. Platzen die hier so einfach lustig vor sich hin. Fällt denen ein. Hallo. Was platzen die denn einfach so? Geht da wohl nicht. Das macht doch Schaden. Wir so früh einen Atomraketenwerfer gefunden haben, das hat uns auf jeden Fall viel geholfen. Aua, 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 aua. Eine Defensive ist nämlich ziemlich mittelmäßig. Ein Heilungsgeschütz und noch ein Heilungsgeschütz. Ausweichen ist gut. 12 Tempo ist gut. Mit Chance auch gut. Nehmen wir die Tempo. Das ist gut. Plus 35% erhaltene Werte beim Levelaufstieg ist auch gut. Rüstung ausweichen ist auch gut. Das ist auch gut. Abpraller brauchen wir nicht, haben wir schon genug. So, nächste Runde kommt der Boss. Ich weiß gar nicht, was die Bosse auf dieser Map hier sind. Wie gesagt, das ist so mein erstes Mal, dass ich die Map hier spiele, aber ich habe natürlich schon ein paar, also die Gegner kenne ich, aber die Bosse kenne ich nicht. Also weder den Endboss noch die Zwischenbosse, die wir jetzt hatten. Den Spinnenmann und den Hammerhai. Oder Nagelhai oder so. Sah halt aus wie ein Hammer mit einem Nagel drin. Das läuft hier einigermaßen, würde ich sagen. Wir haben hier Heilgeschütze, die, wie der Name sagt, heilen uns in Abhängigkeit von unserem Technikwert. Die heilen uns jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, 4 Leben, wenn wir dran vorbeilaufen. 1000 Materialien, das ist schon auch gut. Zwei Rüstung ist schon auch noch gut. Das nehmen wir mal mit. Das brauchen wir alles nicht. Einrüstung mit 2 Tempo nehmen wir noch mal mit. Den nehmen wir auch noch mal mit. Cycling-Maschine brauchen wir nicht mehr. Mehr Tempo nehmen wir mit. Ah, verbessert Angelhaken kann ich mitnehmen, aber zu. Entschuldigung. Okay, das ist hier der so ein Kraken und das ist ein toter Hai. Okay, der macht so einen Wirbel und der Wirbel macht Schaden. Unangenehm. Wo ist das andere Heilgeschütz? Da unten. Ich würde gerne bei den Heilgeschützen bleiben, zumindest in der Nähe. Und jetzt macht er hier noch so einen Wirbelkram. Okay. Die Bosse sind besiegt. Das ist doch schon mal fein. Die lassen jetzt nochmal fallen, weil es einen Endlos-Modus gibt. Ich weiß gar nicht. Wir müssen immer noch überleben, ne? Wo wir die Bosse besiegt haben, haben wir noch nicht die Welle gewonnen. Es gibt einen Endlos-Modus, dann kann man halt, wie der Name schon sagt, unendlich viele Wellen spielen, die immer schwerer werden. Das können wir auch gerne mal machen, wenn ihr Bock habt. Das machen wir aber jetzt nicht und ich weiß gar nicht, ob ich den auswählen konnte. Vielleicht auch automatisch ausgewählt inzwischen. Ich weiß es nicht. Noch extra Magen ist gut, das ist alles gut. Offensichtlich haben wir den ausgewählt. Na ja, gut. Also ich werde mich jetzt umbringen lassen. Hier, das ist noch ein anderer Boss. Noch 2 andere Bosse.
ein Triton-Typ und so eine Auster. Okay, ich versuche mich umbringen zu lassen, aber machen es einem auch nicht leicht. Na gut. Dann noch ein paar Runden. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall gerne mal in den Kommentaren droppen, ob ihr Bock habt auf Brotato, ob ihr das Spiel vielleicht auch schon kennt. Die Tipps, Tricks, irgendwas. Oder irgendwas Bestimmtes sehen. Sonst streue ich das immer mal wieder ein, weil, wie gesagt, kann man immer mal wieder so für eine halbe Stunde oder sowas zocken. Finde ich ganz cool. Mag solche Spiele zwischendurch. Ja, ansonsten gibt es Samstag noch einen. Ich bin gerade sagen, ich bin gestorben, aber eine Welle beendet. Bis Samstag nochmal ein extra Ziff. Eine extra Runde Ziff. 60 ist übrigens Max ausweichen. Und ja, was machen wir Sonntag? Mal gucken. Schauen wir mal. Wie gesagt, oder habe ich schon? Ist ja egal. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Lasst einfach ganz viele Kommentare da und Likes und Abos. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 20, dann können wir nächste Woche bei 40 sein. Wenn ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, Winkler hat auch, also der Drachenlord, glaube ich, nach 50 Abonnenten Autogrammkarten gemacht oder schon nach 20. Ich dachte jetzt eigentlich nach 20, aber wenn ich drüber nachdenke. Na, auch das könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch in der Lore auskennt. Genau, und schreibt gerne unten die Kommentare, was ihr noch so für Spiele habt, wo ihr Bock drauf hättet, dass man die mal online sieht. Bin für alles eigentlich zu haben. Wird jetzt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, ach, weiß ich auch nicht, will eigentlich alles spielen. Vielleicht kein FIFA oder so, aber sonst eigentlich alles. Und ja, kann man auch sagen. Wie gesagt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Abos nicht vergessen. Ganz wichtig. Also, an 400 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Ich meine, kann auch eben hoch eskalieren. Aber das ist meist einfacher mit den spezialisierten Brotatos, die dann immer irgendwelche Schäden, also ich kriege doppelt so viel Fernkampfschaden oder Prozentschaden oder. Dann kann man deutlich einfacher eskalieren als mit dem normalen Brotato, der jetzt nichts Besonderes kann. Ja, wir haben auch eine ganze Menge Türme hier rumstehen inzwischen. Ich nehme jetzt einfach alles, was ich hier finden kann. Na gut, Papierregeneration jetzt vielleicht nicht. Aber 13 Glück kann man nochmal nehmen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oh, alles nicht. Mehr XP nehmen wir immer mit. Und dann kommt jetzt der nächste Boss. Ah gut, die killen uns jetzt. Finally. Was konnten wir? Wir hatten mehr Max HP, 5% Tempo und 8% Ernte. Alles klar. Ja, so sieht das Ganze aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, einen Kommentar, ein Abo. Ich will nicht betteln, ich hab's auch schon gesagt. Mir bleibt nichts zu sagen, als ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.